Aber seht ihr, was in diesem Moment They passiert? saw Jesus breaking this bread. Sie sehen, wie Jesus das Brot They bricht. saw this miracle that was being performed. Sie sehen dieses Wunder, was getan wird. And the people said, "This must be the Messiah." Die Menschen sagen, das muss der Messias And sein. they were so amazed. Und sie waren so begeistert. And in fact, the disciples were quite amazed themselves. Und selbst die Jünger waren ziemlich begeistert und erstaunt. And you know what we find out of the disciples? Und wisst ihr, was wir jetzt feststellen, was bei den Jüngern passiert? We find that there was one disciple in particular. Da gab es einen Jünger im Besonderen. This disciple's name was Judas. Der Jünger hieß Judas. And we find that Judas became the instigator to make Jesus the king. Und wir stellen fest, dass Judas jetzt zu demjenigen wird, der Jesus zum König machen möchte. Now I find that interesting because Judas is the one who betrayed Jesus to begin with. Nun, ich finde das insofern interessant, weil Judas ja derjenige war, der Jesus verraten hat. But yet at the same time, at the very beginning of this, Judas is the one who wants to proclaim him as the king. Aber Judas war zu Anfang derjenige, der Jesus zum König machen wollte. And because he wants to proclaim him as the king, all of a sudden, then later, his whole head changed in thinking. Aber weil er ihn am Anfang zum König machen wollte, hat sich dann auch später in ihm dieser Gedanke But weiterentwickelt. you see, Jesus knew what they were thinking. Schaut, Jesus wusste ja, was sie dachten. If they placed Jesus upon the throne and crowned him king, Wenn sie Jesus auf den Thron gesetzt hätten und ihn gekrönt hätten, then Jesus knew that his earthly ministry would come to a close. wusste Jesus, dass das der Moment gewesen wäre, wo sein irdischer Dienst zum Ende kommen Not only würde. that, but he realized that the priests would very much be against him. Und er wusste auch, dass die Priester dann sehr gegen ihn gewesen wären. They already had accused Jesus of drawing the people away from them. Sie hatten ja schon Jesus angeklagt, dass er die Menschen von ihnen wegziehen würde. And Jesus knew that there would be violence that would happen if these people came away from the priests. Und Jesus wusste auch, dass es zu Blutvergießen kommen würde, wenn diese Menschen von den Priestern weiter weggezogen würden. And if they had followed Jesus and placed him on the throne, Und wenn sie Jesus nachgefolgt wären und ihn auf den Thron gesetzt hätten, he knew that there would be serious fighting going on. er wusste, dass es dann zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen gekommen wäre. And because of this, we find Jesus tells his disciples something. Aus diesem Grunde stellen wir fest, dass Jesus den Jüngern etwas sagt. If you look at the word in Matthew 14, verse 22, Matthäus Kapitel 14, Vers 22. the very first word there is the word, what is it in German? And immediately. Oh, okay. The second word in German Ja, also das zweite Wort im Deutschen is what? ist welches Wort? Immediately. Sogleich. What does it mean immediately? Was meint sogleich? Now, Jetzt. I have to go to the toilet soon. Ich muss bald auf die Toilette gehen. I have to go to the toilet immediately. Oder ich muss jetzt auf die Toilette gehen. Is that more important? Ist das wichtiger? You're not talking over here. Jeder seid ein bisschen still dort drüben. Okay. I talk to you. Na, ich rede mit euch hier, ja. I'll talk to you. Und zu euch. But all of you are too young. Aber ihr seid zu jung. You don't have little children. Ihr habt keine kleinen Kinder. When my little boy, well, my now little boy, Wenn mein kleiner Junge, oder jetzt ist er eher so klein, ja, when he would come to me and go, Daddy, als er zu mir kam und mich am Rockzipfel gezupft hat, gesagt hat, Papa, we don't call it toilet. wir nennen das zu Hause nicht Toilette, They call it potty. wir nennen das Töpfchen. He says, Daddy, I have to go to the potty. Und er sagt, Papa, ich muss aufs Töpfchen. Now? Und ich frage dann, jetzt? He said, no, soon. Nee, bald, demnächst. Okay, Ich sage, okay, that's fine. We have some time. gut, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. When he goes, Daddy, Aber wenn das so geht, I have to go now. Papa, ich muss jetzt. That means I need to find him someplace now, Das heißt, ich muss jetzt einen Ort für ihn finden. or else he will pee-pee into my shoe.
Oder andernfalls wird er in meinen Schuh machen. Jesus is saying immediately. Jesus spricht hier von diesem Immediately he told the disciples to get in the boat. Sogleich, jetzt sagt er den Jüngern, geht ins Boot. All the people were stirring up and it was causing a serious problem. All diese Menschen kamen in Unruhe und ein ernsthaftes Problem And Jesus zog auf. knew it was getting very dangerous. Und Jesus wusste, jetzt wurde es gefährlich. And he wanted to break this up immediately. Und Jesus wollte das aufbrechen und lösen jetzt. Knowing that Judas was the one that instigated this, In dem Bewusstsein, dass Judas derjenige war, der das Ganze and then angezettelt all hat. the other disciples followed along with Judas, Und dass all die Jünger sich nun Judas anschlossen, he told them, get in the boat. sagte ihnen, geht jetzt ins Boot. And all 12 of them got in the boat. Und all die 12 gingen ins Boot. It was the time period just as the sun was beginning to set. Es war die Zeitperiode, als die Sonne gerade unterging. And they began to row. Und sie fingen an zu rudern. And Jesus quietly made his way away to go and pray. Und Jesus zog sich zurück und betete. And in the process of Jesus trying to go away and pray, Und während Jesus nun versucht wegzugehen und zu beten, he needed to go and pray not for himself. er musste beten, aber nicht für sich selber. He needed to go and pray for his disciples. Er musste gehen, um für seine Jünger zu beten. And we find at first, this was the first time that we found Jesus found it necessary to speak to his disciples with such authority and with such force. Und wir stellen fest, dass das der erste Moment ist, wo Jesus es für wichtig hält, in einer besonderen Deutlichkeit und Kraft zu seinen Jüngern zu sprechen. So we find in verse 23, In Vers 23. and when he had sent the multitudes away, Und nachdem er die Menge entlassen hatte, he went up on the mountain by himself to pray. stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. And now when evening came, Und als es Abend geworden war, it says he was alone. war er dort allein, heißt es. He went up to pray, Er ging hinauf, um zu beten, pray for his disciples. um für seine Jünger zu beten. He prayed for power to reveal to men the divine character of his mission. Und er betet um die Kraft, dass er diesen Menschen nun den göttlichen Charakter seines Dienstes, seiner Mission zeigen könnte. He prayed that Satan might not pervert their judgment. Er betete darum, dass es Satan nicht gelingen würde, ihr Urteilsvermögen zu verdrehen. You find this is chapter 14. Ihr findet das in Kapitel 14. Jesus had called the disciples in chapter 4. In Kapitel 4 hat Jesus die Jünger berufen. They had been with Jesus for a little while, Und sie waren jetzt eine Zeit mit Jesus gewesen. but they still did not comprehend or understand his mission. Aber sie hatten seinen Auftrag immer noch nicht verstanden. And so he sent them away. Und so sendet er sie weg. As they entered the boat, Während sie das Boot besteigen, these disciples were thinking in their minds, what could have happened had they stayed and put Jesus on the throne? denken die Jünger in ihrem Geiste nach, was wäre jetzt wohl passiert, wenn wir Jesus auf den Thron gesetzt hätten. And we find that they were troubled. Und wir stellen fest, dass sie beunruhigt sind. In verse 26 or 25, In Vers 25. now in the fourth watch of the night, Jesus went to them walking on the sea. Aber um die 4. Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Now this is amazing. Und das ist erstaunlich. Jesus walks out on the water. Jesus geht auf dem Wasser. Now let me set this so you understand. So, lasst mich euch das kurz zeigen, damit ihr es versteht. Jesus just didn't walk immediately out there onto the water. Jesus ging nicht einfach so unmittelbar auf dem Wasser. He first sent the disciples into the boat for the reason for them to get away from the people. Er setzt zunächst mal die Jünger ins Boot, damit sie sich von den Leuten wegbewegten. It says that they had left Jesus with dissatisfied hearts. Und es heißt, dass sie Jesus verließen mit einem unzufriedenen Herzen. They were more impatient with him had they ever been before. Und mehr als je zuvor waren sie eigentlich ungeduldig mit ihm. They were talking amongst themselves because they were not permitted to make him the king. Und sie sprachen untereinander darüber und beklagten sich, dass es ihnen nicht gestattet worden war, ihn zum König zu machen. And in fact, they began to blame themselves that they had obeyed the Lord himself. Und sie fingen sogar an, sich selber Vorwürfe zu machen, dass sie Jesus hier gefolgt waren und das nicht getan haben. That they had obeyed him by going into the boat and setting off.
dass sie ihm gehorsam gewesen waren und jetzt in diesem Boot saßen und getrennt waren von der Menschenmenge. They tried to reason in their head, if they had been a little bit more persistent, Und sie fingen an, sich auszumalen, was wohl passiert wäre, wenn sie ein bisschen nachdrücklicher gewesen wären. you see, the unbelief was taking possession of their minds and their thoughts. Und seht ihr, wie jetzt der Unglaube beginnt, Besitz zu ergreifen von ihrem Denken. Just that very day, they had witnessed an incredible miracle that took place. An diesem Tage hatten sie doch zunächst dieses erstaunliche Wunder gesehen. And as they witnessed this incredible miracle, many things came to their mind. Und während sie bei diesem Wunder zusehen, kommen ihnen viele Dinge in den Kopf. The memory of that precious day had filled their hopes and their faith. Die Erinnerung an diesen Tag hat ihre Hoffnungen und ihren Glauben genährt. But while they were in the boat, Aber während sie jetzt im Boot sind, instead of talking about the miraculous miracle that took place, anstatt dass sie über dieses unglaubliche Wunder sprechen, they were talking about what could have been with Jesus on the throne. reden sie darüber, was hätte sein können mit Jesus auf dem Thron. And this disappointment absorbed their thinking. Und diese Enttäuschung nahm ihr ganzes Denken gefangen. Have you ever been so absorbed in your thinking sometimes? Ist euch das schon mal so gegangen, dass du so gefangen bist in deinem Denken mit einer Sache? Many people get into accidents this way when they're driving. Viele Menschen machen gerade in solchen Situationen Unfälle, wenn sie im Auto sitzen. Now, I know in Germany that there is a law. In Deutschland, weiß ich, gibt es ein Gesetz, There's a law that you cannot talk on your phone while you're driving, dass du nicht telefonieren darfst, während du am Steuer bist. right? Ist das nicht so? Oh, good, you're alive. Good. Gut, ihr lebt noch dahin. But in spite of that law, many people still talk on their phone. Aber trotz dieses Gesetzes telefonieren viele Menschen, wenn sie am Steuer sind. Do you call it text messaging or SMS? SMS. SMS. And you're not supposed, if you're not supposed to talk on the phone, you're not supposed to SMS also. Und wenn ihr nicht telefonieren dürft, dürft ihr natürlich auch keine SMS schreiben beim Fahren. But you still SMS. Aber ihr macht das ja trotzdem, oder? Confess. Come on. Könnt ihr das mal bekennen? Ja, wer von euch macht es? Hold on, let me take a picture for the So, lasst mich das police. mal kurz fotografieren, ja, für die Polizei. Just this week, in my home area, In dieser Woche bei mir zu Hause there's a young man, ist ein junger Mann and he was SMSing on his phone und er schreibt ein SMS auf seinem Telefon, while he's riding his bicycle. während er Fahrrad fährt. He was a Dumko. Ja, When you SMS on your phone, wenn du ein SMS auf deinem Telefon schreibst, what are you thinking? an was denkst du in dem Moment? Your feet are going like this. Deine You're trying to Füße, run. deine Füße bewegen sich weiter und du versuchst da zu schreiben. He wasn't paying attention. Er hat nicht aufgepasst. And he slowly turned this way. Und unmerklich ist er nach links gefahren And he got hit by a truck. und er ist in einen Lastwagen gefahren. He's still alive. Er ist noch lebendig I think he's going to be more careful when he SMSs. und ich denke, er wird vorsichtiger sein, wenn er das nächste Mal ein SMS schreibt. But sometimes we get so absorbed. Wisst ihr, manchmal werden wir so eingenommen von einer Sache. We get so pre-absorbed into what we're doing that we forget what we're doing. Wir sind so besorgt um die Sache, die wir tun, dass wir ganz vergessen, was wir eigentlich gerade tun. Sometimes people do the same thing when they're riding a bicycle. Manchmal tun Menschen das Gleiche, wenn sie Fahrrad fahren. I went for a long bicycle ride one time. Ich bin mal auf eine lange Fahrradtour gegangen When I say long, I mean it was long. und wenn ich sage lang, dann meine ich lang. It was 1,800 kilometers. Das waren 1800 Kilometer. We were riding in a group. Wir waren da als Gruppe beieinander And there was a young man that was riding with us. und da war ein junger Mann, der fuhr mit uns. His name is Josh. Sein Name war We called Josh. him the Crash King. und wir nannten ihn den König der Unfälle. And we would be riding in two lines. Wir fuhren in 2 Reihen nebeneinander We would not let Josh ride in the front. und wir sorgten schon dafür, dass Josh nicht am Anfang fuhr. We always let him ride in the back. Wir haben ihn immer eher ans Ende gepackt. And sometimes we're riding down a country road. Manchmal fuhren wir so auf einer Landstraße. I'm the lead rider. Ich bin der vorne I wegfährt. have the map. Ich habe die Karte. I set the pace.
Und ich suche den